Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Meine Leinwand ist heute 50 x 60 cm groß. Es ist also ein leicht rechteckiges Format und ich möchte dazu eine besondere Hintergrundfarbe verwenden, die ich mir deshalb erstmal anmische. Die Hintergrundfarbe besteht aus Reflextönen, einmal dem Reflex Rosa und dem Reflex Orange. Dann mische ich dazu helles Titanbuff und gebe als besondere Komponente heute silbernen Dekusand hinzu. Ich verspreche mir von diesem Dekusand, weil ich gleich mit der Glättkelle arbeiten werde, dass die Farbe nicht vollständig auf den Hintergrund übertragen wird, sondern dass dazwischen viele Lücken sein werden, sodass hinterher von dem Orangerot noch viel zu sehen sein wird. Falls du auch einen Hintergrund aus Reflexfarben machen möchtest, dann empfehle ich dir, die Schicht zweimal aufzutragen, damit sie in jedem Fall deckend ist. Als Kontrastfarbe zu dem orangeroten Hintergrund habe ich mir das Türkisblau ausgesucht, eine normalerweise sehr deckende Farbe. Doch durch den Effekt, den der Dekusand jetzt auf meine Arbeit hat, siehst du, dass sehr viel größere Lücken entstehen, und zwar auch von Anfang an der Bahn. Das bedeutet letzten Endes, dass ich ein paar mehr Schichten auftragen muss und dazu auch immer wieder die Leinwand drehe, um ein ausgewogenes Verhältnis zu bekommen. Ich mache deshalb auch mit der türkisblauen Schicht und meiner Glättkelle ein paar Bahnen mehr, als ich es sonst normalerweise machen würde, um eben doch etwas von der Farbe auf die Leinwand zu bekommen. Danach ist es dann auch schon Zeit, mit der zweiten Farbe anzufangen, und ich habe mich dann für die Metallic-Farbe Silber entschieden. Das Schöne an dem Silber ist, dadurch, dass das Türkisblau auch noch nicht getrocknet ist, dass zwischen den beiden Farben eine Farbmischung entsteht. Falls du dich etwas über die Farbkomposition wunderst, die ich heute einsetze, ich orientiere mich gedanklich an Halloween. Die Farbe, die ich jetzt einsetze, das ist das Goldgelb, habe ich neulich auf meinem gerakelten Herbstbild auch verwendet, und da stand sie in einem ganz anderen Zusammenspiel mit den anderen Farben. Da war sie leuchtend und hier leuchtet sie auch, aber durch die bereits aufgetragene Farbschicht vom Türkisblau und dem Silber bekomme ich natürlich auch einen leichten Farbauftrag in Grün dazu. Ich finde das jetzt für mein kleines Halloween-Bild an und für sich sehr schön, bemerke aber auch, dass die Farbe aufgrund der im Hintergrund verwendeten Reflexfarben etwas dunkler und auch stumpfer wirkt. Bei meinem letzten Rakelbild habe ich mich ja bewusst gegen das Preußischblau ausgesprochen und zum Grünblau gegriffen. Doch hier ist das Preußischblau genau die richtige Farbe, um nochmal stärker den Kontrast zwischen dem Hintergrund und den anderen Farben zu beleben. Wie du siehst, ist das Preußischblau durchaus in der Lage, stellenweise größere Strukturen zu bilden, auch wenn es sich dabei um eine transluzente Farbe handelt. Und genau das ist aber der Effekt, den ich jetzt auf meiner Leinwand brauche.
Auf den ersten Blick sieht es vielleicht gar nicht so wichtig aus, dass ich jetzt ein paar Schwünge mit der Glättkelle auf meine Leinwand rakel. Doch es hat sich immer wieder gezeigt, dass diese leichten Bögen und Abweichungen von den geraden Bahnen in den späteren Schichten durchaus noch zu sehen sind. Meine Leinwand ist jetzt richtig vorbereitet für meine nächste Farbe, und zwar ist das die Perlfarbe Violett. Diese Perlfarbe erscheint anfangs etwas weißlich, ist aber eine transluzente Farbe und schimmert in Violett. Und das kann man jetzt an dieser Kameraeinstellung wirklich sehr gut sehen, wie die Farbe auf der Leinwand wirkt. Nachdem ich jetzt ein paar Bögen und Schwünge in Perlviolett gerakelt habe, fange ich langsam an, ein paar Details zu setzen, denn ich möchte ja nach wie vor, dass meine orangerote Hintergrundfarbe immer noch durchscheint. Als abschließende Farbe habe ich mich dann für das Reflexrosa aus dem Hintergrund entschieden, doch ich wollte es pur auftragen und auch mit dem Reflexrosa habe ich dann nur noch Details gerakelt, um das Bild möglichst interessant wirken zu lassen. Das Schöne an dieser Farbwahl als Abschlussfarbe ist natürlich, dass diese Farbe grundsätzlich im Hintergrund vorkommt und dadurch der Hintergrund und auch die oberste Schicht miteinander harmonieren. Dann zeige ich dir das Bild einmal noch im nassen Zustand. Und hier kann man also sehen, welche Farbschlieren es zwischen den einzelnen Farben gibt und dass auch genügend Inseln auf dem ganzen Bild aufgetreten sind. Und das Schöne ist vor allen Dingen das Perlviolett, das hier auch schon diesen wunderbaren violetten Schimmer zeigt. Im getrockneten Zustand gibt es schon mal interessante Kontraste, denn das Reflexrosa trocknet recht stumpf und je nach Untergrund auch sehr dunkel auf und steht damit in einem verblüffenden Kontrast zu dem hellen und leichten Perlviolett. Hättest du das erwartet? Was mich jetzt tatsächlich brennend interessiert ist, welche Farben hättest du denn für ein Halloween-Bild genommen?
Dann zeige ich dir das Bild natürlich auch nochmal, wenn ich es an der Wand aufgehangen habe. Und hier zeigt sich dann auch die leuchtende Hintergrundfarbe im schönen Kontrast zu dem Preußisch-Blau, welches teilweise mit dem Perlviolett zusammen zu einem wahnsinnig tollen Schimmer zusammenkommt. Und ich liebe diese verschiedenen Kontraste auf meiner Leinwand. Wenn ich gleich die Kamera noch einmal schräg über das Bild halte, siehst du auch noch mal den Dekorsand vom Anfang, wie er in die einzelnen Schichten eingearbeitet worden ist. Es gibt da kleine Erhebungen, aber das Schöne ist, er glitzert als solches nicht auf der Leinwand. Schön finde ich auch, dass zwischendurch immer noch ein paar kleine Flecken von dem Türkisblau und dem Goldgelb auf der Leinwand vorhanden sind. Ich würde mich sehr über ein Like freuen zu diesem Video und auch über einen Kommentar. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören und ich wünsche mir, dass dich das Bild tatsächlich dazu inspiriert, selbst wieder zum Pinsel oder zur Glättkelle zu greifen und zu malen. Ob es jetzt ein Halloween-Bild ist oder etwas völlig anderes, ist eigentlich egal. Hauptsache, du fängst an zu malen und hast Spaß dabei. Wir sehen uns auf meinem Kanal in 2 Wochen, Sonntag um 17 Uhr wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis dann.